Der Funken- oder Feuersalmler Hyphesobrycon amande stammt ursprünglich aus Brasilien. Sein Verbreitungsgebiet ist noch nicht genau erforscht, wobei als Fundort in seiner Beschreibung der Fluss Rio das Mortes angegeben wird. Dieser Fluss gehört zum Rio Araguaia-Stromgebiet und befindet sich im Bundesstaat Mato Grosso. Auch im Stromgebiet des Rio Garças soll der Fisch zu finden sein. Dieser Fisch ist wohl nicht in den großen Flüssen selber zu finden, sondern eher in den kleineren Zuflüssen, Seen und Tümpel, die durch Überschwemmungen entstanden sind. Im Araguaia-Stromgebiet enthalten solche Lebensräume typischerweise weiches, schwach saures Wasser, wobei das Substrat von einer Schicht abgefallener Blätter und Zweige bedeckt ist. Wissenschaftlich beschrieben wurde diese Art erst 1987. Da diese Art zu den kleinsten Hyphesobrycon-Arten gehört, sind Aquarien von 30 Liter aufwärts schon ausreichend. Der Bodengrund allerdings sollte dunkel sein, da die Fische ein besseres Farbkleid zeigen. Man sollte sie in einem kleinen Schwarm ab 10 Tieren pflegen, da diese eher scheuen Fische ansonsten kaum zu sehen sein werden. Unser Aquarium ist recht dicht mit verschiedenen Pflanzen besetzt, da die Tiere auch in der Natur dichte Bepflanzungen aufsuchen. Der pH-Wert darf sich zwischen 5,5 und 7,5 bewegen. Die Gesamthärte sollte sich ebenfalls im niedrigen Bereich bewegen, so zwischen 1 und 8. Die Temperatur liegt idealerweise bei 24 bis 25 Grad Celsius, darf aber auch kurzfristig auf 20 Grad fallen oder auf 28 Grad steigen. Diese Art erreicht eine Größe von 1,7 bis 2,2 cm, wobei die Männchen meist etwas kleiner sind als die Weibchen, auch wirken die Weibchen deutlich fülliger als die Männchen. Männchen als auch Weibchen beanspruchen kleine Reviere für sich, wobei Streitigkeiten kaum ausgetragen werden und die Art eigentlich sehr friedlich wirkt. In den natürlichen Lebensräumen ernähren sich diese Fische von kleinen Wirbellosen und Zooplankton. Im Aquarium nehmen sie alle Arten an Futtersorten, wobei sie durchaus Vorlieben für bestimmte Nahrung entwickeln können. Gut angenommen wird beispielsweise qualitativ hochwertiges Futtergranulat, aber auch Lebend- und Frostfutter wie Artemia, Cyclops, Staphnien, Mückenlarven, Tubifex, als auch Flockenfutter. Funken- oder Feuersalmler sind sehr friedfertig und können in gegebenenfalls größeren Aquarien mit anderen Friedfischen vergesellschaftet werden. Wir würden eine Gruppe von 10 bis 12 Fischen für ein Nano-Aquarium empfehlen. Sie lieben es, in der Strömung zu stehen und dort auf vorbeischwimmende Futterpartikel zu warten. Da sie sich hauptsächlich im mittleren Bereich des Aquariums aufhalten, kann man sie auch gut mit bodenbewohnenden Fischen kombinieren oder mit Oberflächenfischen, die ähnliche Wasserwerte mögen. Diese recht gemütlichen Schwimmer kann man außerdem gut mit Garnelen oder anderen friedlichen Wirbellosen vergesellschaften. In unserem Aquarium sind das 3 bis 4 Amano-Garnelen, Caridina multidentata und einige Neocaridina davidi, die regelmäßig die Pflanzen und Wurzeln nach Algen abweiden. Für das Glas, die Wurzeln und auch die Pflanzen haben wir noch 2 bis 3 algenfressende Schnecken der klein bleibenden Gattung Cliton hinzugefügt, da diese sich besonders effizient bei der Abraspelung der Wurzeln zeigen. Die Zucht ist relativ einfach, wenn man ein paar grundlegende Dinge beachtet. In unserem Amande-Aquarium haben wir eine Graspflanze Eleucharis pusilla gewählt, da diese Fische Freileicher sind und ihre Eier oft von den Artgenossen gefressen werden. Fallen die Eier im Gras nach unten, können die Fische sie nicht erreichen und so besteht Hoffnung für den Nachwuchs. Je nach Wassertemperatur brauchen die Eier 5 bis 8 Tage für ihre Entwicklung. Will man sie durchbringen, ist es sinnvoll, entweder die Alttiere umzusetzen oder die Jungfische, denn die Kleinen werden ebenfalls gejagt werden. Garnelen könnten die Eier auch erreichen und so die Hoffnung für den Nachwuchs zunichte machen. Haben dennoch ein paar Larven überlebt, dann sollte man ihnen anfänglich Pantoffeltierchen füttern oder Staubfutter. Artemia-Naupillen oder Mikrowürmer tun es dann ein paar Tage später ebenso.
Wir hoffen, du hast Spaß mit deinem Nano und den Fischen. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit auch keine Folge verpasst wird. Mit einem Daumen nach oben hilfst du uns, diesen Kanal zu verbessern. Danke für deinen Support.